Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir gehen heute mit dem Paladin mal ein bisschen in die Dungeons rein, würde ich sagen. Ich hatte mir jetzt am Wochenende noch ein paar neue Epics geholt auf dem Server EU17 hier. Ja, habe es nicht ganz geschafft, mich komplett Epic zu equippen, weil ich meine Pilze schon wieder alle verbraten habe, ja. Ich habe mir gedacht, ja, dadurch, dass wir ja am Tag 1 nur im Livestream bisher so ein bisschen Action mit dem Pala gemacht haben, ja, machen wir mal heute hier auf YouTube in einem Video ein bisschen Rambazamba, würde ich sagen, und gucken uns mal die Dungeons an. Bevor wir reingehen, verschaffen wir uns mal ganz kurz einen Überblick über den Server. Wir haben hier Turor, der mit Stufe 230 weiterhin hier abgeschlagen auf Platz 1 ist. Ja, Gurkenwasser haben wir tatsächlich, Platz 2 mit dem Paladin, und dann haben wir auch schon einen ja, Dämonenjäger hier auf Platz 3 mit Sissy, und das sind so die hier relativ weit oben mitspielen im 220er Bereich. Ansonsten, ja, geht es dann immer noch so weiter voran. Ihr seht auf jeden Fall, der Server, ja, Paladin dominiert. Das war zu erwarten. Ich bin da nicht so der Freund von, muss ich sagen. Für mich auch, jetzt steht schon klar, wird kein langfristiger Server werden. War vorab schon, ja, abzusehen, aber ja, mit den ganzen Paladinen hier drauf macht das wirklich nur begrenzt Spaß, sag ich mal. Ja, wir haben jetzt hier momentan gerade 32.000, ja, 491 Spieler auf dem Server. Ich habe hier jetzt auch nicht mehr weiter Sammelalbum gepusht. Es ist wirklich ein Pain, ja, muss ich mal wirklich so sagen. Also es ist echt nicht einfach, auf dem Server hier abseits von den Kriegersachen die anderen Dinge zu bekommen. Da muss man sich schon wirklich ins Zeug legen für. Ja. Ansonsten in der Gilde läuft soweit alles. Wir sind hier sehr chillig unterwegs. Das ist das, was ich auch haben wollte. Keine großartigen Verpflichtungen, so das, ne, geht alles einigermaßen fit. Ne, muss natürlich jeder aktiv sein, das ist klar. Aber ansonsten geht das in eine sehr gechillte Richtung, sehr gechillte Atmosphäre, und das ist auch das, was ich haben wollte, nichts Gezwungenes und so. Ne? Das, ja, spiegelt sich ja auch bei mir im Level wieder. Bin jetzt auch nicht so hardcore hier abgezogen auf den Server, aber ja, so sieht das momentan aus. Ein paar neue Steine habe ich, ein paar neue Items, wie gesagt, und wir werden uns mal, ja, gleich noch irgendwie eine neue Rüstung wäre eigentlich ganz gut, wenn wir uns die noch holen. Das wäre eigentlich ganz schick, weil das noch so das einzige Item, was so ein bisschen outdated ist bei mir. Ich hätte natürlich ganz liebend gern noch irgendwie, ja, noch andere Epics gehabt hier anstatt der normalen Items, die ich hier zur Verfügung habe. Aber ja, man kann nun mal nicht alles haben. Waffentechnisch haben wir jetzt hier halt eben, ich hab das genommen, was ich kriegen konnte. Ja, ich habe am Wochenende ein bisschen Epic-Event gespielt, aber nicht großartig, und ja, deswegen, ich würde mal sagen, wir haben hier Stärke, Glück. Ja, ich sage euch ehrlich, wir nehmen das Ding auch gleich, bevor wir hier großartig noch weiter rumblättern. Ich meine, man kann natürlich immer noch mal was Besseres finden hier und da, aber ja, wir haben hier 3 Stärke mehr und halt dafür aber 57 Glück gegen 26 Ausdauer, und ja, das ist okay, sag ich mal, das nehmen wir mal mit. Vielleicht kriegen wir ja einen Crit-Treffer dadurch mehr irgendwie rausgehauen. Und ja, mir war es nur wichtig, jetzt nochmal hier den aktuellen Stein reinzutun. Jetzt haben wir hier überall aktuelle Steine drin, soweit es geht. Und ja, dann würde ich sagen, packen wir es mal an. Wir skillen noch den Rest hier und schauen mal, wie weit wir in den Dungeons kommen. Ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuletzt stand tatsächlich. Ab Stufe 70 können wir hier den nächsten freischalten, und ja, da müssen wir jetzt erstmal einigermaßen hinkommen. Ich hatte hier den neuesten ab Stufe 50 freigeschaltet, hatte hier die ersten 3 Etagen oder beziehungsweise die ersten 2 wegklatschen können, und danach ja, wurde es dann schon schwierig. Ich hatte eher dann mich darauf konzentriert, neues Equipment zu bekommen, und heute können wir mal wieder reinschauen in die Dungeons, wie es so aussieht. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Es sollte eigentlich gut funktionieren. Ich hatte bisher noch keine crazy Combo gehabt mit dem Paladin. Eigentlich das, was ich mir so sehr gewünscht hätte, dass wir hier, ja, den Schild nach und nach immer wieder hochheben, uns gegenheilen und so. Ne? Das funktioniert bedingt gut, sag ich mal.
man muss natürlich auch erstmal in diesen Healing-Modus kommen und dann hat man ja trotzdem halt nur eine begrenzte Chance, sag ich mal, sich dann auch wieder, naja, das Ganze hier zu blocken, damit man halt auch eben so ein Heal abbekommt. Dann, ne? Genau, aber es sieht nicht schlecht aus, den haben wir schon mal down und damit sind wir Stufe 55, das ist schon mal ganz gut. Mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen heute hier. Ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit hier in die Dungeons auf EU 17 und gucken uns mal an, was der Paladin so drauf hat. Ne? Ist ja jetzt auch für mich auf dem Server das erste Mal, dass ich so den Paladin halt wirklich ja auch spiele, abseits vom Beta-Server halt eben. Ne? Da hatte ich ihn ja nur mal kurz drauf getestet und hier habe ich eigentlich schon vor, so ein bisschen, ja, mir das Ganze mal länger anzuschauen. Länger heißt bei mir bis 300 plus würde ich den eigentlich schon ganz gerne mal so gespielt haben irgendwie. Ja, um mal zu gucken, wie die Klasse so ist. Und ja, das ist so das, was ich auf dem Server hier definitiv vorhab, aber viel, viel länger denke ich mal auch nicht. So extrem krass, muss ich sagen, finde ich den Paladin jetzt auch nicht. Er hat eine große Fanbase, muss ich sagen. Ja, wenn euch der Paladin so gefällt, wie er momentan ist, dann könnt ihr mir das ja sehr gerne in die Kommentare schreiben. Mein Fall, muss ich sagen, ja, ich bin da dann doch eher oldschool unterwegs und ich kann verstehen, warum man jetzt so diese Thematik hat, so Paladin gegen Krieger, warum sollte man noch Paladin nehmen und so, ne? Beziehungsweise warum sollte man Krieger nehmen, wenn es jetzt sowas wie den Paladin gibt und also wenn wir das jetzt verlieren, ne? Alter. Also wie oft ist der denn jetzt bitte schön ausgewichen? Das ist ja wirklich krass. Ja, also, ne, wenn man so den Krieger und den Paladin gegenüberstellt, dann hat man halt hier auch eine Schildklasse, die sich sogar healen kann, die auch mehr Damage machen kann, so im Offensivmodus, ne? Und der Krieger kann halt einfach nur blocken, ja. Dafür sind die Grundwerte halt eben beim Krieger ein bisschen stärker als beim Paladin, ne? Irgendwo muss der Paladin ja auch seinen Nachteil gegenüber dem Krieger haben. Es kann nicht sein, dass wir den nicht down kriegen hier. Und genau, das liegt halt eben versteckt so im Schaden halt an sich, ne? Direkt gegenübergestellt zum Krieger. Aber ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass wenn jetzt neue Leute hier ins Game jetzt hinzukommen, neue Leute auf Shakes and Fidget aufmerksam werden sollten. Na jetzt aber, na sehr schön. Auch ein Dreier Heal rausgehauen hier, sehr schön. Dass sie sich wahrscheinlich dann doch eher so zum Paladin hingezogen fühlen, als zu so einem Krieger. Also das glaube ich schon, dass das so ist, da sich der Paladin halt auch einfach ein bisschen interessanter anhört als der Krieger, das muss man einfach so sagen. Generell ist der Krieger wirklich ziemlich unbeliebt geworden, so bei den letzten Serverstarts. Keiner möchte die Klasse mehr großartig spielen und das finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich würde sagen, sehr nice, haben wir den auch noch bekommen. Ich würde sagen, von den 3 Standardklassen, die so im Umlauf sind oder waren oder ne, sind ja immer noch im Umlauf, also Krieger, Magier und Kundschafter, ist glaube ich so wirklich der Krieger. Mittlerweile, das war früher eigentlich anders gewesen, habe ich so im Gefühl gehabt. Früher war das anders, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Kundschafter und der Magier deutlich beliebter sind als der Krieger von den, wie gesagt, 3 Standardklassen, die es halt eben gab. So, ne? Jetzt gibt es ja deutlich mehr. Und ja, jetzt mit dieser neuen Schildklasse, mit dem Paladin, das tut jetzt dem Krieger jetzt nicht unbedingt gut, sag ich mal. Weil der ja sowieso schon in einem gewissen Abwärtstrend war. Und ja, ich glaube, dass dieser Trend jetzt noch ein bisschen steiler laufen wird, seitdem halt eben der Paladin da ist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es kann natürlich auch anders sein, aber man sieht es anhand der Statistiken und die Statistiken lügen nun mal nicht. Auf EU 17 war nicht mal bei dem Ranking, ne, also bevor der Server gestartet ist, die Klassenauswahl, beziehungsweise halt eben wie oft eine Klasse gepickt worden ist, war der Krieger mal nicht mal mehr auf der Statistikseite drauf, weil, glaube ich, nur die ersten 10 Klassen oder so da mit eingefügt worden sind. Das wird jetzt geändert, aber das war schon krass. Ja, also ne, dadurch, dass der Paladin jetzt als neue Klasse mit hinzugekommen wurde, gefügt worden ist, ne,
wurde die letzte Klasse, ne, also die am wenigsten gepickt worden ist, und das war der Krieger, ja, so ein bisschen ausgeschlossen. Und genau, das ist so ein bisschen ja, das Problem jetzt momentan gerade. Aber ja, wie gesagt, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Also wenn man halt eben eine Schildklasse mit interessanteren Fähigkeiten launcht, dann wird die alte Schildklasse, die OG-Klasse, dann auch eben noch ein bisschen, ja, uninteressanter, sag ich mal. Ne? Nichtsdestotrotz bin ich halt eben sehr froh, dass es noch sehr viele OG-Spieler da draußen gibt, die richtig, richtig starke, fette Krieger-Accounts haben und dann einfach mal den Leuten zeigen können, was der Krieger eigentlich so drauf hat. Ne? Viele der stärksten Spieler weltweit sind halt eben auch Krieger mitunter, und deswegen finde ich das sehr schön, dass die ihr Schild noch hochheben für die Klasse, sag ich mal. Und ja, aber das ist, glaube ich, eher so ein Ding für die ältere Generation unter uns Shakes-Spielern, die Kriegerklasse, und nicht mehr für die Neuen. Für die Neuen wird es wahrscheinlich dann eher in Richtung Paladin gehen. Ja, sehr schön. Haben wir den auch noch besiegen können. Leider einen ungesockelten Ring rausbekommen. Das ist ziemlich schade. Wir gucken uns den Kampf nochmal in Schnelldurchlauf an. Ja, sehr, sehr doof, dass wir hier wieder ein Item bekommen haben, ein Epic, was nicht gesockelt ist. Ab Stufe 90 können wir erst den Schmied freischalten und damit dann auch erst die Sockelslots hinzufügen. Bis dahin ist das Item sowieso schon wieder komplett outdated. Deswegen ja, brauchen wir da gar nicht großartig ja, das Ding weiter behalten. Das können wir eigentlich direkt verkaufen. Ja. Ich bin gespannt, wann wir hier mal so einen richtig schönen, nicen Try rauskriegen, wo wir eine richtig fette Combo-Streak mal hinkriegen mit dem Healing-Schild. Also, ja, das würde ich schon sehr, sehr gerne mal sehen wollen. So, den haben wir auch down. Gucken wir uns natürlich auch mal gleich an. Ne? Also ist natürlich auch nice, wenn der Paladin so auf seinen Damage-Mode ist und da eine richtig fette Streak raushaut irgendwie. Aber ich finde es halt dadurch, dass die Klasse jetzt halt eben auch einer der wenigen, beziehungsweise die einzige Klasse momentan gerade ist, die sich heilen kann, die Mechanik eben auch zu sehen, richtig so. Ne? Und da halt eben, ja, diese volle Auswirkung davon zu haben. Ne? Und ja, ansonsten machen alle Klassen mal mehr und mal weniger Schaden so, aber healen kann sich halt eben nur der Paladin. So, und damit haben wir auch Stufe 60 erreicht und wir haben ein neues Epic und das ist, oh shit, da hätten wir ja gar nicht das Dings, ja, das über Bord werfen müssen hier unbedingt. Das müssen wir jetzt natürlich verkaufen. Ich hoffe mal, wir ja, kriegen einen gnädigen Stärkestein hier raus. Wir haben jetzt leider nicht mehr Fest der Festung-Event. Das heißt, wir kriegen auch hier kleine Steine. Aber der mittlere Stein ist schon wieder besser als der große, den wir hatten. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Upgrade und sehr, sehr schön. Den gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. Also ich gucke mir die ganzen Kämpfe, wenn wir jetzt hier irgendwo mal knappe Fights haben mit dem Paladin, ziehe ich mir die gerne mal im Nachhinein rein, um wirklich mal zu gucken, was der Paladin hier so veranstaltet hat. Und das ist so eigentlich das, was mich am meisten hier interessiert, so bei der Klasse, ne? Damit man mal hier so ein paar richtig schöne Dungeon-Kämpfe sehen kann und ja, ich die euch dann auch dementsprechend dann zeigen kann. So, von jetzt mal so richtig schöne Healing-Streak hier, richtig jetzt mal durchhasseln hier. Ja, da wechseln wir wieder in den Offensivmodus. Aber wir sind auch gleich wieder sofort hier im Healing-Modus gewesen. Also er hat schnell durchrotiert auf jeden Fall. So, Stufe 70 schaffen wir natürlich heute logischerweise nicht mehr. Aber wir können vielleicht noch den ein oder anderen Dungeon hier mitnehmen, bevor wir heute ja, erstmal soweit Feierabend machen. Ich wollte jetzt mit den Epics halt eben noch so ein bisschen pushen, die ich mir jetzt am Wochenende geholt habe. Und das wollte ich halt eben mit euch hier zusammen machen heute. So, gucken wir uns mal den Fight an. Also ich kann mir sehr gut so einen schönen Paladin gegen Paladin Fight vorstellen, dass die sich richtig, richtig lange hinziehen. Ja, also da kann es in Zukunft bestimmt mal sehr, sehr gute, lustige Fights geben. Aber auch sowas hier wie Krieger gegen Paladin. Der Krieger hält halt auch super viel aus, macht ja auch nicht den größten Schaden. Und der Paladin ist halt eben genauso, und wenn der sich mal eben so, ja, die ganze Zeit durchhielt, das ist schon sehr witzig dann zu beobachten. Aber wenn er im Offensivmodus ist, muss man wirklich so sagen, ist der Paladin auch nicht wirklich schwach.
ne, tatsächlich. Also der macht schon gut Schaden im Offensivmodus, das kann man nicht anders sagen. Und ja, da hat er vielleicht auch dem Krieger dann wieder so ein bisschen was voraus denn, ne? Also es ist wirklich, es ist schwierig auf jeden Fall mit der Klasse, ne? Aber viele Leute haben sich halt eben den Paladin gewünscht. Er ist bei der Abstimmung die Klasse gewesen, die gewonnen hat. Und ja, sogar beim Beta-Testen wurde halt eben sogar noch darauf eingegangen, dass sich die Fähigkeiten dann doch bitte nochmal ändern sollen, was ja dann auch angepasst worden ist. Und ja, so wie er jetzt halt ist, wurde er eben auch so ein bisschen durch die Community gelenkt. Und am Ende des Tages ist halt das, was die Community auch möchte, ne? Was ja auch vollkommen fein ist. So, okay. Aber ich denke mal, oh, ich wollte gerade Feierabend machen, ne? Ich wollte gerade jetzt aufhören. Ihr habt es gehört, ich wollte gerade jetzt aufhören. Da kriegen wir tatsächlich noch einen Gegner down hier. Sehr schön. Der ist jetzt schon ein bisschen unwahrscheinlicher gewesen, weil ihr habt ja gesehen, der hat mich schon mehrere Tries jetzt gekostet. Das heißt, wir müssen hier wirklich einen aufgespielt haben. Und ja, man sieht es, so schwerer die Gegner sind und wenn wir die dann doch besiegen, umso cooler sind dann auch die Tries, die wir dann uns anschauen können. Denn wir haben hier, was weiß ich, wie oft haben wir uns jetzt in Folge gehealt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, gucken wir uns nochmal an. Einmal, okay, da ist Offensivmodus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Fünfmal und dann in den Offensivmodus gewechselt. Sehr, sehr schöne Sache. Ich denke mal, das ist ein guter Abschluss für die heutige Folge. Und ja, werde ich euch definitiv nochmal hier und da mal zeigen, den Paladin. Finde ich sehr cool. Und ja, ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.